Woher weiß man eigentlich, dass diese eine Idee, dieses Projekt, das man seit Monaten verfolgt, in das so viel Arbeit geflossen ist, immer noch das Richtige für einen ist? Und wann ist es okay, die ganze Sache loszulassen? Das ist Luna. Sie ist über 50 Jahre alt und mit ihren 7 Metern Länge gerade groß genug, um auf ihr zu wohnen. Nachdem ich den letzten Sommer damit verbracht habe, Luna aufs Mittelmeer vorzubereiten, sind wir im Herbst endlich in See gestochen. Mit dem Ziel, ein Winter in Griechenland. Nach ein paar Wochen Segeln, Abenteuer und wunderschönen Buchten holt mich Ende November in Kroatien die Realität ein. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden kälter und ich merke, das mit den Stürmen, das ist nichts für mich. Ich fahre für den Winter nach Hause. Doch jetzt ist Frühling. Obwohl es kein in Stein gemeißelter Plan war, direkt nach Griechenland zu segeln, fühlt es sich doch ein bisschen wie Aufgeben an, nach nur 3 Monaten schon wieder hier zu sein. Ich verbringe den Jahreswechsel mit Freunden im Schwarzwald, anstatt mit Luna auf einer griechischen Insel. Auch schön. Ich bin erst etwas verloren, ohne richtigen Plan wieder hier zu sein. Auch Arbeit hinter der Kamera zu finden, gestaltet sich zunächst schwieriger als gedacht. Erste Zweifel über das Projekt machen sich bemerkbar und ich frage mich das erste Mal, ob ich Luna nicht wieder verkaufen soll. Gleichzeitig verliebe ich mich noch einmal ganz neu in meine Heimatstadt. Diese 5 Monate in Freiburg werden zu einer sehr, sehr besonderen Zeit. Ich treffe alte Freunde, lerne neue kennen und hangel mich von Konzert zu Konzert. Da bin ich fast ein bisschen traurig, als es wieder nach Kroatien geht. Mein Freund Vincent begleitet mich für eine Woche und hilft mir, Luna aus dem Winterschlaf zu erwecken. Der Liegeplatz läuft aus und es ist Zeit, den Hafen zu verlassen. Also stechen wir das erste Mal wieder in See. Nur segeln wir nicht mehr Richtung Griechenland, sondern zu meinem neuen Jahresliegeplatz auf einer benachbarten Insel. Über den Winter ist mein Respekt für die Überfahrt nach Griechenland gewachsen. Allgemein habe ich viel über den Sinn dieser Unternehmung nachgedacht. Erfahrene Segler raten mir davon ab, die Überfahrt und die dort schwierigeren Bedingungen auf mich zu nehmen. Auch mag ich es, dass ich von hier mit dem Nachtzug nach Hause fahren kann. Ich habe mich also entschieden, in Kroatien zu bleiben und arbeite jetzt auch vom Boot aus. Der Versuch, eine Balance zwischen einem halbwegs geordneten Leben und dem Abenteuer zu finden. Und so bleibe ich erstmal ein bisschen in meinem neuen Heimathafen. Mache ein paar Reparaturen, erkunde das Inland, arbeite, genieße ein bisschen das Hafenleben und sage mir, so ändern sich Pläne eben. Allerdings fühle ich mich im auch von anderen Touristen stark besuchten Kroatien oft nicht so wirklich willkommen. Es ist schwierig, echte Kontakte zu knüpfen. Umso mehr freue ich mich, als ich mit der Fähre nach Split fahre und dort Radreisende aus Frankreich kennenlerne. Wir machen Musik, tauschen Geschichten aus und gehen am Ende sogar eine kleine Runde segeln. Ich beneide ein bisschen die Flexibilität, die so eine Radreise mit sich bringt. Gut, dafür habe ich einen Kühlschrank an Bord. Und außerdem kommt gleich am nächsten Tag schon wieder Besuch. Laurin und Oskar habe ich auf dem Rückweg vom Einkaufen kennengelernt. Und als sie mir erzählen, dass sie zum Musikvideos drehen auf der Insel sind, habe ich die ganze Crew eingeladen. Schon so oft haben mir auf Reisen zuvor Fremde tolle Erfahrungen ermöglicht, ohne etwas dafür zu verlangen, und es war sehr schön, dem Universum auch mal etwas zurückzugeben. Letztes Jahr zum Beispiel durfte ich auf einer richtigen Rennjacht mitsegeln, was zu meiner definitiv krassesten Segelerfahrung wurde. Nick und Eleanor, die beiden Kroaten, die das ermöglicht haben, haben mich noch einmal eingeladen. Wir schauen uns die angeblich zweitschönste Aussicht der Welt an. Sie ist wirklich sehr schön. Auch sehen wir die Brücke,
die an dem kleinen Stück bosnischer Küste vorbeiführt. Damit schafft sie eine Landverbindung von Dubrovnik zum restlichen Kroatien, ohne dass man dabei nach Bosnien und damit aus der EU ausreisen müsste. Da das mit einem deutschen Ausweis allerdings kein Problem ist, verbringe ich ein langes Wochenende in Mostar. Ich genieße es wieder sehr, Zeit mit anderen Reisenden zu verbringen. So sehr sogar, dass ich schon damit anfange, das Inserat für den Verkauf von Luna zu schreiben. Das Abgeschottetsein auf dem Boot macht mir zu schaffen und nimmt gefühlt genauso viel Freiheit, wie es mir gibt. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne machen würde, und Segeln ist nun mal nur eine Sache davon, die mit dem eigenen Boot aber sehr viel Raum einnimmt. Ich erzähle allen, dass ich Luna wohl bald wieder verkaufen werde. Aber andererseits... Ich habe dieses Projekt seit Beginn an so vielen Stellen verflucht und mir gewünscht, einfach auf Fahrradtour oder so gegangen zu sein. Nur habe ich bei all den Herausforderungen, die sich mir in den Weg gestellt haben, halt nie die Kamera angemacht. Ich habe unterwegs viel gelernt, darüber Probleme zu lösen, auf Menschen zuzugehen und dass man nicht stur in einem Plan festhalten muss, wenn man unterwegs merkt, dass es nicht so ist, wie man davor dachte. Aber es gibt ja keinen Grund zur Eile. Vielleicht verschiebe ich das mit dem Verkaufen noch etwas und mache erstmal wieder ein bisschen Heimaturlaub.